Beate Winter, Sie erlebte im Laufe Ihres Lebens viele besondere Erfahrungen. Ihre erste NATO-Erfahrung hatten Sie mit 5,5 Jahren. Wie kam das? Ja, zunächst muss ich ausführen, dass dieses Erlebnis, diese Erinnerung in einem speziellen Format hinterlegt ist. Sehr deutlich, ich nenne es immer, das ist abgespeichert in High Definition, sodass es also selbst heute nach über 40 Jahren absolut genauso abrufbar ist. Das ist eine Besonderheit. Ich stehe als Kind an einem Gewässer, barfuß natürlich, und mit 5,5 kann ich natürlich nicht schwimmen und irgendetwas fesselt meine Aufmerksamkeit. Das sind kleine Fischchen im Wasser. Ich gehe weiter in das Wasser und bemerke dabei, dass der Grund unter meinen Füßen, unter der Fußsohle nachgibt, nach unten nachgibt. Ganz langsam, aber ich kann nicht dagegen steuern. Und dieses Gefühl, dieser Steinchen unter der Fußsohle, auch das ist absolut live. Also ich fühle das jetzt. Das Wasser steigt, es geht über die Knöchel, es geht über das Knie, das Wasser steigt, geht immer höher, bis ich registriere, es geht an meinen Bauch, es geht an die Brust und ich blicke dann hoch und sehe so in circa 10 bis 12 Metern Entfernung ein Schlauchboot mit 3 Mädchen. Das Schlauchboot ist gelb. Die Mädchen haben Schwimmflügel, aufblasbare Schwimmflügel, orangene Schwimmflügel. Diese Farben sind für mich deshalb wichtig, weil es geht natürlich noch weiter nach unten. Das Wasser steigt, es steigt nur über den Kopf und ich sehe die Wasseroberfläche über meinem Kopf und mache als letzte Handlung, die mir bewusst ist, mache ich meine Arme nach oben. Natürlich kann ich mit den Armen nicht atmen, aber das ist der Instinkt. Und ich sehe und höre die Mädchen schreien. Und der allerletzte Gedanke ist, warum helfen die mir nicht? Dann ohne Schmerz, ohne irgendwie, dass mir was wehtut, geht es in eine absolute Schwärze. Mein Vater wird zwischenzeitlich, der nicht richtig auf mich aufgepasst hat, wird anhand von den schreienden Mädchen dann gemerkt haben, hoppla, da ist mein Junge. Der ist dann ins Wasser getaucht und hat mich rausgezogen. Die nächste Einstellung von mir, die ist, dass ich aus der Vogelperspektive über den Campingplatz schaue. Ich sehe die einzelnen Campingparzellen, ich sehe Zelte, ich sehe die Bäume, ich sehe das Gewässer, die Wiese. Ich sehe das alles von oben aus der Vogelperspektive. Was ich nicht sehe, sind irgendwelche Tiere und ich sehe auch keine Menschen. Mein Blick bleibt dann von oben auf einem Zelt, blicke ich, von oben ist der Blick auf ein Zelt und vor diesem Zelt, da liegt ein kleiner Junge und das bin ich. Das bin ich. Ich kann das noch genau beschreiben, was ich da anhatte, was am T-Shirt, die ganzen Farben, das ist alles präsent und irgendwann bin ich wieder zu mir gekommen, aufgewacht, aber daran habe ich jetzt keine Erinnerung mehr. Im Verlauf Ihrer Jugend erlebten sich noch weitere besondere Erfahrungen. Was diese Erlebnisse alle verbindet, ist, dass die Erinnerung in diesem speziellen Format ist. Also in diesem wirklich sehr deutlich nicht verblassenden Format, sodass ich das auch heute noch abrufen kann. Ich kann sogar so weit zurückgehen, dass eine Erinnerung da ist, wie meine Mutter mich in einer Babydecke trug. Und das Besondere ist, ich habe zum einen die Wahrnehmung, wie ich in den Armen von meiner Mutter liege in der Decke und gleichzeitig sehe ich dieses Bild aus der Perspektive 3, 4 Meter hinter meiner Mutter und sehe die Babydecke. Ich kann alles beschreiben, ich kann das Zimmer beschreiben, die Tapete, es ist alles. Der Raum ist einfach da und das ist das Besondere, es ist kein schlimmer Anlass. Es ist einfach dieses Bild, es ist eigentlich eine ganz kurze Filmsequenz, die ist einfach so präsent. Und was mich immer wieder
beeindruckt ist, dass auch Gefühle mit da einspielen, dass ich einfach die Liebe meiner Mutter für mich, für dieses Baby, für dieses Kleinkind einfach so deutlich spüre. Das ist also eine mal sehr schöne Erinnerung. Eine weitere Erinnerung ist, die ist jetzt leider nicht ganz so schön. Ich hatte mit 5 Jahren eine Augen-OP, eine Schiel-OP. Und ich weiß, dass ich da große, große Angst hatte. Wie gesagt, auch das ist alles in diesem Format abgespeichert, mit Gefühlen, mit Eindrücken und ja. Ich liege in dem OP-Saal und diese Liegefläche für Kinder, das ist wieder wie ein aufblasbares, ich will nicht sagen wie ein Schlauchboot, aber es ähnelt dem sehr stark. Es ist auch rot-orange. Da liege ich und ich sehe die Ärzte, ich sehe den OP-Saal und ich habe unglaubliche Angst. Also ich möchte sogar sagen Todesangst. Und dann kommt ein Mann mit einer Maske, mit so einer Plastikmaske und will diese Maske auf meinen Kopf drücken. Ich habe unglaubliche Angst. Und diese Sequenz, erlebe ich zum einen als dieses Kind mit 5 Jahren, da liegend und auch wie die Maske, wie der Mann näher kommt und will mir die Maske auf das Gesicht drücken. Aber ich sehe gleichzeitig aus einer seitlichen Perspektive auf den OP-Saal, auf die Pfleger, die jetzt dazugekommen sind, denn dieses Kind strampelt so stark, dass ich an jedem Arm, also an beiden Armen und an beiden Beinen war ein Pfleger und die mussten mich fixieren, festhalten. So sehr habe ich gekämpft. Dann kommt diese Maske und was mir dann noch kommt, ist einfach das Gefühl der Verzweiflung des Arztes, der mich operiert, der einfach, ich will ihm doch nichts tun, ich will ihm doch helfen. Diese Verzweiflung, die ist absolut präsent. Und das Ganze geht dann über ins Schwarz mit der Maske, die mir also das war die Narkose, das Narkosemittel, das Narkosegas, wo das anfängt zu wirken und dann verblasst auch jegliche Erinnerung. Aber Sie haben sich bei dieser Erfahrung auch von außerhalb gesehen? Ja, von der Seite. Nicht nur mich, sondern die ganze Szene. Also diesen OP-Saal, was die Menschen, das war auch eine Frau, was die anhatten, die Masken, die Haarhauben, das ist alles da. In welcher Distanz sahen Sie das etwa? Also in welcher Höhe? 2-3 Meter von der Seite. Aus einer Höhe, würde ich sagen, 1,40 Meter. 1,40 Meter ist ungefähr die Höhe. Circa. Und ein weiteres Erlebnis, von dem ich jetzt berichten kann, das ist wieder mal ohne irgendwelche Dramaturgie. Da war ich aber schon wesentlich älter, das war ungefähr im Jahr 2008. Morgens, ich habe das Gefühl, ich bin am Wachwerden vom Schlaf, genau in diesem Stadium. Registriere einfach schon, dass ich da liege. Und ich war im Glauben, ich liege, als plötzlich ungefähr 3 Zentimeter oberhalb von meinem Bauchnabel wie ein Loch aufging, so hat es sich angefühlt. Und auf einem Hauch bin ich in den Körper geschossen und es war ohrenbetäubend laut dabei, das weiß ich noch. Aber dieses Gefühl, eigentlich man liegt hier und dann erst füllt sich der Körper mit der Seele, mit dem Bewusstsein. Das war für mich sehr eindrücklich und ich weiß, dass ich dann irgendwie aus so einer Art Starre dann voll wach war, auch körperlich wieder die Besitz hatte über meinen Körper. Und ich lag dann bestimmt 1 Stunde, 2 Stunden lag ich da und habe nur gedacht, was war das? Es hat mich aber jetzt nicht erschreckt oder dass ich sage, oder dass ich davor Angst gehabt habe oder Bedenken. Nein, aber es war so ein
ein fantastischer, unbeschreiblicher Moment. Eine weitere Sequenz, die bei mir abgespeichert ist, da war ich circa 8 Jahre alt. Da hat mein Vater mit meinem Onkel, die haben im Kellerflur ein großes Terrarium gebaut mit großen Scheiben und da haben die einfach mich dazu genommen, dass ich die eine Scheibe halte zum Kleben mit diesem Silikon. Was natürlich nicht so sinnvoll war, dass alle Türen zu waren und die Dämpfer dann dazu geführt haben, dass ich ohnmächtig wurde. Ich habe gemerkt, wie ich die Scheibe, es war eine große Scheibe, wie ich die Scheibe loslasse, die war noch nicht festgeklebt und lasse die los und falle nach hinten mit dem Kopf. Hinter mir war eine geschlossene Türe, es war eine Holztüre und ich registriere, wie mein Kopf mit der Türe da kollidiert und vibriert und es einen Schlag tut und dann höre ich noch den Schlag, wie die Scheibe, die ich eigentlich festhalten sollte, wie die nach unten knallt. Und da die Teile von meinem Vater und von meinem Onkel, die waren gerade frisch verklebt, haben die Scheibe nicht losgelassen, um mir irgendwie zu helfen, sondern mein Vater hat dann angefangen, nach meiner Mutter sehr laut zu rufen. So will ich es mal, ich will jetzt nicht sagen brüllen, aber sehr laut zu rufen. Und meine Mutter war 2 Stockwerke oben. Und da waren 4 Treppen dazwischen. Dann kam meine Mutter und ich registriere das alles bereits aus einer Wahrnehmung eher von außen. Das ist ein Mischübergang. Teilweise ist beides, fühle ich beides, denke mein Körper, mein Kopf, der so wehgetan hat. Aber ich sehe auch diese Szene gleichzeitig von außen, wie meine Mutter die Kellertüre vom Flur, die Flurtüre aufmacht und ich fühle ihren Zorn, ihre Wut über das, was mein Vater da gerade traktiert hat, was er da fertiggebracht hat. Und dass er nicht die Scheibe loslässt, um mir zu helfen, sondern meine Mutter nimmt mich dann hoch, und wie gesagt mit 8 Jahren, das sind schon ein paar Kilo und sie war eher zierlicher Natur, aber sie hat so eine Energie, die ich habe gespürt, diese, ich will nicht sagen Wut, das war wirklich Zorn. Eine unglaubliche Energie, hat sie mich dann sanft hochgenommen und hat mich dann aus dem Keller, aus dem Flur rausgetragen. Wir sind dann auf die erste Treppe hoch und da ist dann Folgendes passiert, dass ich das Ganze, meine Mutter trägt mich hoch, meine Blickrichtung ist nach unten der Treppe, also sie hat mich auf dem Rücken, das heißt, ich gucke über ihren Rücken, so ist es richtig, schaue über den Rücken und ich sehe mir selbst in das Gesicht, während sie mich hochträgt. Und ich sehe auch mit jeder Stufe, wie der Kopf wackelt und ich begleite sozusagen die 2 ungefähr vielleicht 1 Meter, 1,20 Meter, 1,50 Meter ungefähr, mit Abstand von 1,50 Meter begleite ich die 2 die Treppen hoch. Und ich sehe dabei jetzt also nicht nur mich und meine Mutter, die Rückseite von meiner Mutter, ich sehe auch gleichzeitig, wie wir hochgehen. Die Wand, die Treppe, ich registriere sehr viel, aber eins registriere ich, meine Mutter hatte sehr viel Energie. Die war da sehr, ich will mal sagen, geladen. Herr De Winter, was für Auswirkungen hatten all diese Erfahrungen auf Ihre spirituelle Weltsicht? Das Ganze ist ja irgendwann gestartet, wie gesagt, mit dem Ertrinken mit 5,5, hat es langsam angefangen. Aber es ist auch sehr schwer, jetzt die einzelnen Stationen und festzumachen. Aber ich will es mal versuchen, so zusammenzufassen. Es hat mich sensitiv gemacht, vielleicht hochsensitiv. Ich bin fühlend wahrnehmend. Das andere ist, dass ich meiner inneren Stimme, der Intuition, sehr stark gefolgt bin, schon immer. Und dass diese Erlebnisse haben stets dazu geführt, mich immer mehr mit meiner Intuition zu verbinden. Warum ist die Intuition hier so wichtig? Weil das, was ich im Außen, was man mir versucht hat, im Außen beizubringen, wie die Welt so funktioniert, über die Evolution, über Religion, über auch das Kirchliche, wir haben ja nur ein Leben oder wir verlieren das Leben. Ich habe da völlig andere Sicht auf die Dinge.
Und mag sich jetzt vielleicht seltsam anhören, aber wenn ich höre von einem Unfall, dass jemand sein Leben verloren hat, dann ist das für mich so, das Leben kann man nicht verlieren, denn das Leben, das war, ist jetzt, war immer, wird immer sein. Wir können den Körper ablegen, aber die Auswirkung ist, dass ich einfach ganz fest verbunden bin mit einer geistigen Welt, mit einer feinstofflichen Welt, mit Wahrnehmungen, mit Eingebungen, mit Führung und Fügung, die ich da einfach erlebe. Und das Ganze ist natürlich nicht jetzt mit dem Mainstream zu vereinbaren. Und so bin ich einfach meiner Intuition, meiner Wahrnehmung habe ich mehr vertraut als das, was man mir versucht hat, von außen so zu erzählen über das Weltbild. Das spirituelle Weltbild, das sich mir zeigt, wie gesagt, ich bin von der Existenz der geistigen Welt oder meiner geistigen Herkunft felsenfest überzeugt. Das heißt also, die Identifikation mit dem Körper, die hat schleichend abgenommen. Ich weiß, dass ich einen Körper bewohne, und ich ehre und ich bin dankbar für diesen Körper, denn dieser Körper ist das Werkzeug, dass ich die Materie erleben kann. Aber die Identifikation ist nicht so stark mit dem Körper, dass ich hier so stark an die Erde angeheftet bin. Also es ist in der Tat sogar so, dass es ein doch schwaches Sehnen nach dem Frieden, nach der Liebe, nach der Harmonie, der wahren Heimat, die ist einfach bei mir immer präsent. Herr De Winter, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich.